Mitten in der sengenden Mittagssonne des Kruger-Nationalparks tauchte unerwartet eine Elefantenmutter auf einem Feldweg durch den Wald auf. Es versperrte den Weg, sein gewaltiger Körper mit Staub bedeckt, seine Augen zeigten deutliche Anzeichen von Anspannung. Die Elefantenmutter hob unaufhörlich ihren Rüssel und stieß ohrenbetäubende Schreie aus, die durch die Stille hallten. Bei jedem schweren Schritt auf dem trockenen, harten Asphalt wirbelte Staub auf. Die Touristenfahrzeuge mussten aus Angst vor einem Angriff des Elefanten in sicherem Abstand anhalten. Einige Leute gerieten in Panik, stiegen aus ihren Autos und beobachteten das riesige Wesen mit besorgten Gesichtsausdrücken. Niemand verstand, warum sich der Elefant mitten am Tag in der sengenden Sonne so ungewöhnlich verhielt. Sein Schrei klang weniger wie eine Warnung, sondern eher wie ein verzweifelter Hilferuf. Ihre Blicke, erfüllt von einer Mischung aus Furcht und Neugier, waren alle auf das Tier gerichtet, das die Straße blockierte. In diesem Moment hätte sich niemand vorstellen können, dass dies der Beginn einer zutiefst bewegenden Rettungsaktion sein würde. Ein Mann zog schnell sein Handy heraus und rief die Parkwächter des Reservats an. Er beschrieb eine Elefantenmutter, die die Straße blockierte und unaufhörlich heulte. Der Operator notierte die Informationen umgehend und forderte das Patrouillenteam auf, sofort abzureisen. Innerhalb weniger Minuten tauchte das Fahrzeug des Rangers auf der heißen, staubigen Straße auf. Die beiden Parkwächter, Daniel Mukwena und Sifo Ndlovu, stiegen mit äußerst vorsichtigen Gesichtsausdrücken aus dem Fahrzeug. Sie hielten einen sicheren Abstand und beobachteten aufmerksam das Verhalten der Elefantenmutter. Der Elefant wirkte nicht aggressiv, er richtete seinen Rüssel einfach immer wieder in Richtung des fernen Waldes. Daniel bemerkte in seinen Augen mehr Sorge als Wut. Sifo bemerkte leise, dass dieses Verhalten sich sehr von dem eines Elefanten unterscheide, der sein Territorium verteidigt. Beide begannen zu ahnen, dass der Elefant versuchte, etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Daniel beobachtete genauer und erkannte die vertrauten Narben am linken Ohr der Elefantenmutter. Plötzlich erinnerte er sich, dass es sich um dieselbe Elefantenkuh handelte, die er im vergangenen Jahr während ihrer Trächtigkeit beobachtet hatte. Zu dieser Zeit war es sehr an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt und zeigte keinerlei Anzeichen von Aggression. Sifo bemerkte außerdem eine kleine Absplitterung an der rechten Seite des Elefantenstoßzahns. Diese Merkmale bestätigen, dass es sich um eine im Reservat heimische Elefantenart handelt. Daniel sagte, dass der Elefant höchstwahrscheinlich dringend Hilfe benötige. Die Elefantenmutter brüllte weiterhin laut, dann wandte sie den Kopf und blickte in Richtung des vor ihr liegenden Waldes. Es machte ein paar langsame Schritte, als ob es darauf wartete, dass die beiden Parkwächter folgten. Sifo nickte, da er verstand, dass dies die Führung des Tieres sein könnte. Sie beschlossen beide, der Elefantenmutter zu folgen, um den wahren Grund herauszufinden. Die Elefantenmutter begann, die Hauptstraße zu verlassen und sich tiefer in die weite Graslandschaft vorzuwagen. Daniel und Sifo folgten in sicherem Abstand, um zu verhindern, dass das Tier in Panik geriet. Das grelle, weiße Sonnenlicht schien auf das kurze, grüne Gras, das mit trockenem, rissigem Erdreich durchsetzt war. Die schweren Schritte der Elefanten hallten durch den stillen Wald. Die Luft wurde allmählich feucht, als sie sich dem sumpfigen Gebiet vor ihnen näherten. Die Elefantenmutter drehte gelegentlich den Kopf zurück, um sich zu vergewissern, dass die beiden Ranger ihr noch folgten. Das dichte grüne Laubwerk öffnet sich zu einem tiefliegenden, schlammigen Gebiet. Sifo begann, aus der Ferne leise Stöhngeräusche zu hören. Daniel erkannte, dass das Geräusch nicht das eines ausgewachsenen Elefanten war. Beide beschleunigten ihre Schritte, um der Elefantenmutter zu folgen, die ungeduldig wirkte. Vor ihnen erstreckte sich ein riesiger Sumpf mit einer dicken Schicht aus Schlamm und trübem Wasser. Ein Elefantenbaby steckte tief im Schlamm fest, nur sein Kopf und seine beiden Vorderbeine ragten noch aus der Oberfläche. Sein kleiner Körper war mit nassem Schlamm bedeckt, seine Augen voller Müdigkeit und Angst. Die Elefantenmutter kam sofort näher und stieß Schmerzensschreie aus. Das Elefantenbaby versuchte, mit seinem Rüssel zu wedeln, konnte sich aber nicht aus dem klebrigen Schlamm befreien. Daniel beurteilte rasch die Tiefe und Konsistenz des Schlamms. Sifo sah sich um den sichersten Ort für ein Annähern zu finden.
Beide begriffen, dass die Zeit für das Überleben des Elefantenbabys von entscheidender Bedeutung war. Die Elefantenmutter stand dicht am Ufer, ihre Augen verließen nie ihr Kalb. In den Köpfen der beiden Parkwächter entstand ein Notfallrettungsplan. Sifo meldete sich freiwillig, um sich dem Elefantenbaby zu nähern, da er bereits Erfahrung mit der Arbeit in Sümpfen hatte. Er zog sein Uniformhemd aus, um zu verhindern, dass es vom Schlamm heruntergezogen wurde. Sifos Körper wurde schnell von einer dicken, kalten Schlammschicht bedeckt. Er kroch langsam und konzentriert auf das Elefantenbaby zu. Das Elefantenbaby blickte ihn mit Augen an, die zugleich ängstlich und hoffnungsvoll waren. Sifo legte dem Elefantenbaby sanft die Hand auf den Kopf, um es zu beruhigen. Er sprach leise, um das Elefantenbaby zu beruhigen und es am Strampeln zu hindern. Die Elefantenmutter stand am Ufer und beobachtete jede Bewegung von Sifo. Nachdem er sich über die Lage informiert hatte, kroch Sifo zurück, um das Seil zu holen. Daniel stellte den Abschleppwagen schnell am vorgesehenen Ort bereit. Um Verletzungen zu vermeiden, wurden Seile fest um den Körper des Elefantenbabys gebunden. Das andere Ende des Seils war an der Vorderseite des Rettungsfahrzeugs des Försters befestigt. Der Motor heulte auf, und die Räder begannen heftig auf dem schlammigen Boden durchzudrehen. Die Schlammoberfläche vibrierte, als sich das Seil allmählich spannte. Das Elefantenbaby stöhnte vor Erschöpfung, versuchte aber dennoch, den Kopf über dem Schlamm zu halten. Sifo hält das Seil fest, um den Zug in die richtige Richtung zu lenken. Daniel fuhr langsam, um das Elefantenbaby nicht zu verletzen. Nach und nach wurde der Körper des Elefantenbabys aus dem Sumpf gezogen. Wenn die Hinterbeine des Elefantenbabys endlich trockenen Boden berühren, ist es fast völlig erschöpft. Das gesamte Team atmete erleichtert auf, als es endlich sicher an Land war. Die Elefantenmutter näherte sich ihrem Kalb sogleich mit eiligen Schritten. Es berührte sanft mit seinem Rüssel den Kopf des Elefantenbabys, um ihm Trost zu spenden. Das Elefantenbaby wimmerte schwach, konnte aber schon wieder fester stehen. Daniel wusch mit Wasser die dicke Schlammschicht vom Körper des Elefantenbabys ab. Sifo bereitet eine Injektion zur Unterstützung der Gesundheit des Tieres vor. Die Elefantenmutter blieb still stehen und vertraute dem Handeln der beiden Ranger. Das helle Sonnenlicht erhellte die berührende Szene des Wiedersehens. Der Schlamm wurde nach und nach abgewaschen und gab die faltige Haut des Elefantenbabys frei. Das Elefantenbaby neigte den Kopf und berührte sanft das Bein seiner Mutter. In diesem Moment spürten alle eine heilige Verbundenheit. Das Elefantenbaby watschelte langsam, gestützt von seiner Mutter, über den trockenen Boden. Die Elefantenmutter bleibt stets in ihrer Nähe und beschützt ihr Kalb vor allen Gefahren. Daniel und Sifo beobachteten das Geschehen aus der Ferne mit erleichterten Lächeln. Die Nachmittagssonne tauchte die üppig grünen Rasenflächen des Kruger-Nationalparks in warmes Licht. Nach der angespannten Rettungsaktion kehrte Ruhe in der Gegend ein. Die Elefantenmutter und ihr Baby machten sich auf den Weg in Richtung des weiten Feldes. Die Rufe der Waldvögel hallten durch die friedliche Atmosphäre. Auf dem Feldweg sind Elefantenfußabdrücke zu sehen, die als Beweis für Leben dienen. Daniel sagte leise, dass dies der Grund sei, warum er seinen Beruf als Parkranger so liebte. Dank menschlicher Güte wurde ein winziges Leben gerettet.